Spaghetti alla Carbonara, eines der bekanntesten Nudelgerichte der Welt. Aber was, wenn ich dir sage, die meisten machen es komplett falsch. Heute zeige ich dir das echte, originale Rezept, ganz ohne Sahne, Knoblauch oder Butter. Und wir werfen einen Blick auf die Geschichte dahinter. Woher kommt die Carbonara wirklich? Und warum ist sie so umstritten? Die Geschichte der Carbonara ist heiß umstritten. Anders als alle denken, ist dies kein uraltes Gericht aus dem Herzen Italiens, sondern eigentlich noch ziemlich jung. Die gängigste Theorie dahinter ist, dass die Carbonara nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, vermutlich im alten Rom, als die US-amerikanischen Soldaten Speck und Eipulver ins Land brachten. Die Einheimischen kombinierten diese Zutaten mit Pasta und fertig war eine einfache, aber sehr herzhafte Mahlzeit. Vielleicht ein kleiner Funfact am Rande: Das erste bekannte Carbonara-Rezept tauchte erst 1944 bis 1950 auf. Ein Baby im Vergleich zu anderen italienischen Klassikern wie Ragù alla Bolognese. Wir im Kanal gucken uns natürlich auch andere historische Gerichte an, die deutlich älter sind. Aber ich finde, die Carbonara hat es verdient, hier ihren Platz zu finden. Andere Theorien verweisen auf die sogenannte Carbonari, Kohlenarbeiter im Apenningebirge. Ihnen zu Ehren oder weil sie das Gericht einfach in der Pfanne zubereiten konnten, soll es alla Carbonara genannt worden sein. Okay, Schluss mit Sahne, Schluss mit Butter, Schluss mit Fantasie. So sieht das Originalrezept laut der Accademia Italiana della Cucina aus. Und an alle italienischen Zuschauer, falls ich es oder ich habe es sicherlich falsch ausgesprochen, bitte entschuldigt das. Kommen wir nun zum Rezept. Das ist relativ einfach. Und zwar besteht das aus 200 Gramm Spaghetti. Die lege ich noch dazu. Und 2 Eigelb und einen ganzen Ei. Die werden wir gleich noch trennen. Dann haben wir 80 Gramm Guanciale. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist dieser Speck hier. Das ist von der Schweinebacke. Den habe ich tatsächlich auch als Set direkt in Italien bestellt. Und ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer, Salz fürs Kochen und Pecorino Romano gerieben, der Käse. Ich wollte erst eine Empfehlung abgeben für die Zutaten, weil ich habe tatsächlich den Käse, die Spaghettis und den Speck als Set gekauft und da war der Pfeffer auch bei. Aber leider kam das hier ungekühlt an. Deshalb, es wird gleich eine Überraschung sein. Es riecht noch gut, aber zufrieden bin ich ehrlich gesagt nicht. Deshalb werde ich es nicht empfehlen, wo ich es her habe, sondern wir werden es verbrauchen. Genau, und dann ist gut. So, vielleicht dem einen oder anderen ist auch aufgefallen, die Eier, die haben einen Stempel und dafür gibt es einen guten Grund. Denn unsere Hühner, die wir eigentlich haben, ja, die hat der Fuchs geholt. Und deshalb sind wir jetzt, bis die neuen Hühner da sind, erstmal darauf angewiesen, die Eier in dem Fall vom Aldi zu nehmen. Die sind ja jetzt nicht schlecht oder so, aber die frischen Eier schmecken natürlich nochmal deutlich besser als die gekauften. So, dann trennen wir mal ganz kurz die Eigelb ab. Das war ein bisschen knapp, das müsste aber trotzdem noch hinhauen. Ja. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wieder eine Schüssel mir dafür zu holen. Das ist hier. So, einmal. Und zweimal. Ja, sieht es auch schon an der Farbe, ne? Also wenn man die eigenen Eier hat, das ist einfach was ganz anderes. Gut, wir haben jetzt noch keine neuen gekauft. Denn der Plan ist, ich wasche mal kurz die Hände, der Plan ist für dieses Jahr tatsächlich alte Legehennen zu holen, die aus den Legebatterien rausfliegen. Die sind dann ja, ich weiß nicht, wer es schon mal gesehen hat, ziemlich zerrupft. Das ist eine ziemliche Katastrophe, deshalb die werden wir, so wie das aussieht, dann uns holen. Und die kommen aber jetzt erst. Die werden jetzt erst die Tage, der eine würde sagen, entsorgt. Also bei uns haben sie dann noch ein schönes, langes Leben. Der muss jetzt in Scheiben geschnitten werden und danach lassen wir ihn in der Pfanne aus.
Ich weiß nicht genau, wie dick die sein müssen. Ich versuche das einfach mal nach gut dünken, wie man so schön sagt. Der kommt jetzt auf den Herd und wird dort langsam knusprig gebraten. So, den Pecorino, den reiben wir jetzt klein. Ich mache mal die äußere Schicht ab, das ist bestimmt Wachs oder sowas. Die esse ich nicht mit oder wir nicht mit. Der ist auch sehr fettig, der Käse, genauso wie der Speck. Ich nehme einfach mal diese Größe hier. Ich könnte mir vorstellen, dass das völlig ausreichend ist. Und reibe die klein. Dafür nehmen wir uns eine Schüssel. Da kommen jetzt die beiden Eigelb rein. Da hätte man sicherlich noch ein bisschen besser trennen können. Dann kommt noch ein ganzes Ei mit dazu. So, und der Käse. Ja, ein paar Stückchen sind etwas groß geblieben, aber das wird nicht so schlimm sein. Und dann verrühren wir das mit einem Schneebesen zu einer feinen Emulsion. Schon mal ein kurzer Zwischenstand, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung, denn ich habe gerade festgestellt, dass das Mikro leer geworden ist. Da muss ich gleich mal schauen. Aber der sieht schon ganz gut aus. Das Nudelwasser ist jetzt gleich auch am Kochen. Und dann kommen auch schon die Nudeln rein. So, das Nudelwasser kocht jetzt sprudelnd. Da können wir schon mal die Spaghettis reinmachen. Die müssen wir gleich sicher gehen, dass die alle abgetaucht sind. Wir nehmen mal ganz kurz. Ja, das geht schon gut aus. Und ich muss euch mal kurz zur Seite tun, so ein bisschen. Ah, super. Stellen wir es kleiner. Und in der Zwischenzeit, wo die Spaghetti kochen, kümmern wir uns um den Käse und die Soße. Und nicht vergessen, etwas Pfeffer noch dazu zu tun. Hier war eine Pfeffermühle bei, weil mein Pfeffer war tatsächlich leer. Und da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Das ist tatsächlich hier von der Qualität des Mahlwerks eher so ja, suboptimal, denn das hat ein Kunststoffmahlwerk. Und wie ihr wisst, auf sowas stehe ich nicht so wirklich, denn du hast immer ein bisschen Kunststoffabrieb, Mikroplastik mit im Essen drin. Heute ausnahmsweise geht das mal, aber da muss ich jetzt gucken, dass wir den Pfeffer da mal umgefüllt kriegen, weil den wollen wir jetzt nicht mit essen. So, das ist jetzt fertig. Jetzt warten wir darauf, dass die Nudeln gar werden. Und dann können wir das Gericht schon finalisieren. So, während die Carbonara jetzt fein vor sich hin köchelt, vielleicht ein paar Fakten. Carbonara ist wohl das meist falsch verstandene Nudelgericht der Welt. Hier kommen ein paar harte Wahrheiten. Sahne ist in Italien ein Sakrileg. Kein seriöser italienischer Koch würde sie jemals in Carbonara geben. Pecorino statt Parmesan. Pecorino ist ein kräftiger Schafskäse, typisch im Rom. Guanciale ist kein Speck, es ist eine luftgetrocknete Schweinebacke. Fetter, aromatisch und sehr zart. Das Rezept hat keine festen Mengen. Es lebt vom Gefühl, nicht vom Grammzahlen. Ein echtes Cucina Povera Gericht. Wir halten uns trotzdem irgendwo an ein Gericht, denn der eine oder andere möchte es vielleicht nachkosten. Aber ihr könnt nach eurem Gefühl die Zutaten entsprechend anpassen. Carbonara ist mehr als ein Gericht. Es ist ein Symbol für italienische Esskultur. Wenige Zutaten, perfekte Technik, Respekt vor der Tradition. In Rom wird darüber gestritten, welcher Koch es wirklich erfunden hat. Jedes Restaurant hat sein eigenes Original. Aber alle sind sich einig. Was nicht reingehört, gehört nicht rein. So, die Nudeln sind jetzt fertig.
Und die kommen jetzt in den Speck rein. Oh, herrlich. Der Herd bitte ausmachen, weil wir wollen ja nicht gleich, dass das alles stockt. So, einmal. Oh, schön. Und jetzt kommt zum Schluss noch die Soße drüber. Und wichtig ist, vorsichtig unterrühren. Wir wollen ja nicht, dass die Eier sofort stocken, sondern die sollen ja nur heiß werden und ganz langsam gar. Sieht gut aus, Leute. Ich sag's euch. Ich hätte zwar gedacht, dass vielleicht die Eiernudel, also die Parmesanmischung etwas flüssiger ist, aber ich vermute mal, die Eier waren recht klein, dass das deshalb nicht so war. Es kann sein, also, dass sie bei euch ein bisschen... Oh, das sieht gut aus. So. Und jetzt lassen wir die einfach in der Hitze, ziehen. Und in der Zeit, wo das zieht, gönne ich mir einen leckeren Schluck rote Betesaft. Und ich habe euch hier eben eine gar keine Empfehlung abgegeben. Aber hier, ich zeige euch den mal. Es ist auch keine Werbung oder so, ne? Also ich werde nicht von Aldi gesponsert, aber Aldi hat eine neue Reihe, die heißt Natur, dreimal Natur. Mega gute Qualität und super lecker. Also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Möhrensaft oder in dem Fall rote Betesaft wollt. Holt euch den vom Aldi aus der Reihe dreimal Natur. Einfach toll. So, nachdem die Spaghetti jetzt gezogen sind, hier oben so ein kleiner Knubbel, kommen wir zur Verkostung. Ich habe mir die Schüssel hier rüber geholt. Jetzt probieren wir das mal. Sehr speziell für Spaghetti. Carbonara. Ein bisschen Speck dazu nehmen. Sehr, sehr lecker. Also muss man sagen, sehr einfaches Gericht. Der Speck ist ziemlich knusprig geworden. Und die Spaghetti sind wirklich cremig. Also es ist wie so eine Emulsion. Das ist nicht wie Sahne, sondern das ist wirklich wunderbar verteilt. Sehr, sehr lecker. Also ich freue mich jetzt aufzuessen. Deshalb muss ich das Video schnell beenden. Schreibt mal in die Kommentare, was ich das nächste Mal machen soll. Bleibt dabei, abonniert den Channel, wenn ihr Bock darauf habt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.